Moin! Für uns geht es auf eine 2-wöchige Rundreise durch Guatemala. Wir hatten hier wirklich eine anstrengende Wanderung auf einen Vulkan, sehr, sehr entspannte Tage am Lago de Atitlán, echte Höhlenabenteuer am Naturwunder Semoc Champey und natürlich haben wir uns auch die Maya-Ruinen in Tikal angesehen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Two souls in Neverland, 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 Neverland. Wir fliegen mit United Airlines von Hamburg über Newark nach Guatemala City. Nach einer kurzen Nacht im Hotel am Flughafen fahren wir dann weiter nach Antigua. In Antigua werden wir ein paar Tage bleiben. Wir haben uns für dieses super schöne Apartment-Hotel ganz in der Nähe der Innenstadt entschieden. Hier haben wir eine eigene Küche und auf jeden Fall einen großzügigen Wohn- und Schlafbereich. Antigua ist übrigens eine der bekanntesten und vor allem historisch bedeutendsten Städte in Guatemala. 1979 wurde es von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Während der Kolonialzeit war Antigua ein sehr bedeutendes Zentrum der spanischen Kolonialmacht in Mittelamerika. Die Stadt war bekannt für ihre prächtigen Kirchen, Klöster und auch öffentliche Gebäude. Alle wurden von den Spaniern errichtet. Bis heute kann man diese historisch wertvolle und wunderschöne Architektur bestaunen. Ein besonders beliebter Treffpunkt in Antigua ist der Park Central. In dem herrscht wirklich ein lebendiges Treiben. Der wunderschöne Brunnen Fuente de las Sirenas bildet das Zentrum des Geschehens, umgeben von Verkaufsständen und vielen Straßenkünstlern. Ein weiteres Highlight der Stadt ist auf jeden Fall der Torbogen, der imposante Arco de Santa Catalina, ein Wahrzeichen aus dem 17. Jahrhundert. Wir würden sagen, dass es das wohl beliebteste Fotomotiv der Stadt ist. Gleichzeitig ist er aber auch der Zugang zur Kirche Iglesia de la Merced. Von innen ist die Kirche nicht so wirklich beeindruckend. Ein Besuch lohnt sich aber, um die Ruinen des benachbarten Klosters zu erkunden. Von dort führt ein Treppenaufgang auf das Dach der Kirche, von dem aus sich ein fantastischer Ausblick auf das bunte Treiben in Antigua bietet. Wie schon erwähnt, ist Antigua wirklich reich an historischen Städten, die zum Glück die Erdbebenkatastrophe vor über 250 Jahren überlebt haben. Besonders beeindruckend ist die Klosteranlage Santa Clara. Ihre prachtvollen Bögen und Korridore werden inzwischen von einer idyllischen Parklandschaft umgeben. Wir fanden, es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Ein paar Minuten weiter findet man die Ruinen des Franziskanerklosters. Auch hier kann man die bewegende Geschichte der Stadt entdecken. Direkt im Zentrum von Antigua gelegen findet man auch hier einen Markt. Der Mercado Central in Antigua ist wirklich ein lebendiger und sehr authentischer Markt. Irgendwie spiegelt er das Treiben der Stadt wider. Gerade im ersten Teil des Marktes kaufen die Einheimischen wirklich ihre Dinge des täglichen Bedarfs, ob Kleidung, Elektroartikel, frisches Obst oder Gemüse. Im zweiten Teil findet man dann eher handgefertigte Souvenirs und Kunsthandwerk. Dieser Teil richtet sich wohl mehr an Touristen, hat uns aber auch wirklich richtig gut gefallen. Bevor wir zu unserem Highlight von Antigua kommen, wollen wir euch aber wie immer noch 2 kurze Gastro-Empfehlungen mitgeben. Für ein richtig leckeres Frühstück würden wir euch das Rainbow Café ans Herz legen. Hier kann man wirklich in super gemütlicher und authentischer Atmosphäre richtig leckeres Essen und vor allem sehr, sehr guten Kaffee genießen. Unser zweites Restaurant findet ihr ganz in der Nähe des eben erwähnten Marktes. Das El Pirulito sieht vielleicht von außen nicht ganz so ansprechend aus, aber es ist wirklich eine echte Empfehlung. Hier bekommt ihr super leckere hausgemachte Ceviche und vor allem einen ganz herzlichen Service. Die Stadt ist übrigens umgeben von 3 mächtigen Vulkanen, der Vulkan de Agua, Vulkan de Fuego und der Vulkan Acatenango. Und zu letzterem, da wollen wir jetzt nochmal näher drauf eingehen. Die Wanderung auf den Vulkan Acatenango ist wohl eines der größten Highlights, wenn man in Guatemala ist. Der Grund dafür liegt darin, dass man von dort den aktiven Vulkan Fuego wunderbar beobachten kann, wenn er fast alle 10 bis 20 Minuten ausbricht. Das wollten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen und haben über den Anbieter New Way Tours eine 2-tägige Wanderung gebucht.
Morgens um 8 Uhr werden wir dann von einem Fahrer des Anbieters zum Vulkan gefahren. Dort treffen wir auf unseren Guide Martin und werden mit leckerem Essen versorgt. New Way Tours sorgt übrigens ebenfalls für warme Kleidung wie Mützen, Schals und Jacken. Selber kümmern solltet ihr euch um Wanderstücke und Wanderschuhe. Aber dann wandern wir jetzt mal los. Ziel des ersten Tages ist das Basecamp, in dem wir auch schlafen werden. Bei richtig gutem Wetter laufen und laufen und laufen wir. Und wir müssen wirklich sagen, es ist ganz schön anstrengend. Die Wanderung führt einen durch verschiedenste Klimazonen, vom tropischen Regenwald bis hin zu alpinen Wäldern. Martin sorgt immer wieder für kleine Pausen, sodass wir einmal durchschnaufen können. Und trotz der ganzen Anstrengung lassen wir uns die Laune auf keinen Fall verderben. Ein kleiner Tipp von uns: Wie ihr seht, haben wir nicht gerade das beste Schuhwerk und auch keine Wanderstöcke. Das könntet ihr auf jeden Fall besser machen als wir. Und dann nach ca. 4 Stunden sind wir in unserem Basecamp angekommen. Der Acatenango-Vulkan ist 3976 Meter hoch. Die haben wir jetzt noch nicht ganz erreicht, denn morgen früh geht es noch ein Stückchen weiter. Aber jetzt haben wir uns auf jeden Fall erstmal das leckere Mittagessen hier verdient. Und dann bauen wir aber natürlich auch mal die Kameras auf, denn wir sind sehr gespannt, was uns der Nachbarvulkan Fuego so zu bieten hat. Und wir müssen wirklich sagen, das hat sich jetzt schon sowas von gelohnt. Es ist so wahnsinnig beeindruckend, diesen aktiven Vulkan immer wieder ausbrechen zu sehen. Die Dämmerung tritt ein und so langsam sieht man dann auch die heiße Lava. Als es dunkel wird, macht Martin uns ein Feuerchen an und wir genießen noch gemeinsam unser Abendessen. Und dann geht es aber auch früh in unsere Kabine hier, denn morgen um 4 Uhr geht es schon wieder weiter. Ziel ist es nämlich, vor dem Sonnenaufgang wirklich den Gipfel des Vulkans zu erreichen. Also ab in die Sportklamotten, Stirnlampe auf und weiter geht's. Und ich muss wirklich sagen, dieses letzte Stück hat mich doch nochmal sehr überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es nochmal so steil und anstrengend wird. Nach circa 1,5 Stunden haben wir es dann aber auch geschafft und sind oben angekommen. Hier ist es extrem windig und wirklich sehr, sehr kalt. Packt euch also wirklich warme Kleidung ein. Naja, und dann wartet man hier mit vielen, vielen anderen auf den Sonnenaufgang. Das ist ein total schönes Spektakel und dann auch noch gepaart mit den immer wiederkehrenden Ausbrüchen des Vulkans. Wow! Der Weg bergab macht teilweise sogar richtig Spaß. Es ist ein bisschen wie Snowboardfahren ohne Snowboard in Ascheregen. Man geht dann erst nochmal zurück ins Basecamp, wo man noch ein leckeres Frühstück bekommt. Und danach macht man sich an den Abstieg. Martin besorgt uns dafür eigenhändig noch ein paar Wanderstöcke, aus der Natur natürlich. Und es geht bergab, natürlich den gleichen Weg, den man am Tag vorher schon hochgelaufen ist. Die Beine schmerzen und zittern also schon ein wenig. Nach ca. 2,5 Stunden waren wir unten angekommen und wirklich mehr als erleichtert. Unser Resümee ist trotzdem, dass es sich auf alle Fälle lohnt. Sowas wie diesen aktiven Vulkan Fuego haben wir in unserem Leben noch nicht gesehen. Damit endet unsere Zeit in Antigua auch schon und wir fahren jetzt weiter zum Lago de Atitlan. Nach der etwa 3-stündigen Fahrt mit dem Uber erreichen wir das Eco-Hotel Uxlabil in San Juan. Dieses können wir euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Das Hotel steht wirklich ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und bietet die perfekte Möglichkeit, einige Tage entspannt am See zu verbringen. Alle Zimmer bieten einen wirklich atemberaubenden Seeblick. Es ist wirklich ein Highlight, morgens mit diesem Panoramablick aufwachen zu dürfen. Das hoteleigene Restaurant hat uns ebenfalls sehr gut gefallen. Mit seiner Auswahl an köstlichen und frisch zubereiteten Gerichten hat es uns jedes Mal wieder überzeugen können. Besonders begeistert hat uns und unsere Muskelkater allerdings der Wellnessbereich des Hotels. Der Whirlpool war nach unserer anspruchsvollen Wanderung auf den Vulkan wirklich der perfekte Ort zum Entspannen. Aber auch die kleine, holzbetriebene Sauna sorgt für Erholung und hat unser Wohlbefinden extrem in die Höhe schnellen lassen. Wir verlinken euch das Hotel sowohl hier als auch in unserer Infobox. Vielleicht habt ihr ja Lust, dort auch zu buchen, solltet ihr mal zum Lago de Atitlan kommen.
Der Lago de Atitlan ist umgeben von mehreren kleinen Orten. Unser Hotel ist wie gesagt in San Juan und das wollen wir uns jetzt natürlich auch mal näher anschauen. San Juan ist besonders für seine Kunstszene bekannt. Zahlreiche lokale Künstler haben dort ihre Werkstätten und Galerien eröffnet. Hier hat man also einiges an von der Maya-Kultur inspirierten Kunst zu bestaunen. Zum Teil werden hier sogar die Straßen zu echten Kunstwerken. San Juan ist übrigens auch sehr berühmt für seinen Kaffee. Hier wird er noch in traditioneller Weise von den Familien angebaut. Man findet viele kleine Läden, wo man den selbst angebauten Kaffee kaufen und natürlich auch trinken kann. Gerne erklären sie einem dann auch, wie das Ganze entsteht und gemacht wird. Von Dorf zu Dorf kann man übrigens wunderbar mit den zahlreichen Tuk-Tuks fahren oder mit dem Wassertaxi, was wirklich regelmäßig in alle Orte fährt. Das machen wir jetzt auch. Wir wollen nach San Pedro. San Pedro ist etwas touristischer als San Juan. Im Dorf selbst gibt es eine Vielzahl von Cafés, Restaurants und auch Hostels. Die Atmosphäre in San Pedro ist wirklich entspannt und super gemütlich. Hier hat man zahlreiche Möglichkeiten, mit anderen Reisenden ins Gespräch zu kommen. Der perfekte Ort, um von Bar oder Café zu Bar oder Café zu hüpfen. Das letzte kleine Örtchen, was wir uns anschauen wollen, heißt San Marcos. Dieses ist eher bekannt für seine spirituelle Atmosphäre und ist nicht ganz so touristisch überlaufen. Wenn man hier mit dem Wassertaxi ankommt, dann zieht einen die Räucherstäbchen-Atmosphäre direkt in seinen Bann. Deshalb kommen auch viele Besucher hierher, um eine Auszeit vom hektischen Alltag zu nehmen. Sie machen Yoga, meditieren oder lassen sich massieren. Hier kann man zahlreiche Retreats oder Yoga-Zentren besuchen. Das Dorf ist wirklich ganz klein und von überall her spürt man diese besondere spirituelle Atmosphäre. Wir haben unseren Nachmittag hier wirklich genossen. In San Marcos gibt es übrigens auch einen kleinen, aber wirklich sehr reizvollen Naturpark, den Reserva Natural Cerro San Corril. Hier kann man kleine Wanderungen und schöne Spaziergänge unternehmen und man hat wirklich ständig einen wunderbaren Ausblick auf den See. Besonders beliebt ist es aber bei den Touristen und auch Einheimischen, weil man hier ganz legal von den Klippen springen darf. Für uns steht jetzt die Weiterreise an und deshalb fahren wir morgens in aller Früh mit dem Wassertaxi zum Ort Panajachel. Von dort fahren ganz oft die Sammeltaxis, die man sich über die Hotels oder Hostels organisieren kann. Unser nächstes Ziel ist Lanquín. Dort kommen wir dann auch nach ca. 9 Stunden an. Plant hier also auf jeden Fall eine lange Fahrzeit ein. Als Unterkunft haben wir uns für das Hostel Zephyr Lodge entschieden. Das Hostel befindet sich auf einem Hügel und von dort hat man wirklich einen tollen Ausblick auf die umliegende Landschaft. Das Hostel bietet übrigens eine Vielzahl von Unterkünften, die für unterschiedliche Budgets und Bedürfnisse geeignet sind. So kann man sich hier in größere Mehrbettzimmer einbuchen oder auch, wie wir es getan haben, ein privates Zimmer buchen. Alles ist auf jeden Fall mit super viel Liebe fürs Detail gestaltet und fügt sich irgendwie perfekt in den Dschungel ein. Die Mitarbeiter sind super freundlich und hilfsbereit und sprechen, by the way, alle tolles Englisch. Das ist in Guatemala wirklich eine Seltenheit. Und wie das in Hostels ja oft so ist, treffen sich alle Reisenden im Barbereich. Hier bekommt man nicht nur leckere Cocktails, sondern wirklich alles, was das Herz begehrt. Und vom Frühstück übers Mittagessen bis hin zum Abendessen wird man immer super verpflegt. Also vielen lieben Dank nochmal, liebe Zephyr Lodge, dass ihr uns so herzlich bei euch aufgenommen habt. Und den folgenden Ausflug, den konnten wir bei euch auch direkt mitbuchen und von euch organisieren lassen. Der Grund, warum Lanquín auf so gut wie jeder Reiseroute steht, ist das Naturwunder Semuc Champey, was ganz in der Nähe liegt. Um zum Semuc Champey zu gelangen, geht es erstmal auf diese holprige Straße hier. Dort angekommen, schlüpfen wir erstmal in die ausgeliehenen Wasserschuhe. Denn um zum Ziel zu gelangen, muss man den ein oder anderen Wasserfall passieren. Semuc Champey liegt im Herzen des Dschungels und ist für seine atemberaubenden Kalksteinterrassen und den kristallklaren, türkisfarbenen Wasserpools bekannt. Zum Ausflug gehört auch eine Höhlenwanderung dazu.
Für diese Höhlentour bekommt man eine Kerze in die Hand gedrückt, schmeißt sich in seine Badeklamotten und dann geht's los. Das Ganze ist auf jeden Fall ganz schön abenteuerlich, dunkel und manchmal weiß man einfach nicht, wohin der nächste Schritt einen führt. Mit dieser speziellen Gesichtsbemalung geht es also los. Zum Teil müssen wir uns an Seilen festhalten, manchmal geht es über steile Leitern und manchmal sogar mitten durch einen Wasserfall hindurch. An manchen Stellen muss man sich wirklich richtig überwinden, zum Beispiel hier. Da soll man durch ein Loch rutschen und weiß gar nicht, wo man am Ende wieder rauskommt. Das sind auf jeden Fall 10 von 10 Abenteuerpunkte hier. Und dann wollen wir uns aber endlich die natürlichen Kalksteinbecken anschauen. Auf dem Weg dahin haben wir noch die Möglichkeit, mit dieser Schaukel hier ins Wasser zu springen, generell ins Wasser zu hüpfen. Aber eigentlich haben wir die kleine Wanderung vor der Nase, um uns das wunderschöne Naturspektakel anzuschauen. Und dort angekommen sind wir auf jeden Fall überzeugt und begeistert. Hier ist die Natur wirklich noch unberührt. Es ist einfach unglaublich schön. Und dass man dann auch noch in den Becken schwimmen gehen darf, ist natürlich ein echtes Highlight. Und übrigens bei den tropischen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit nach der Wanderung auf jeden Fall eine willkommene Abkühlung. Semuc Champey ist dann meist übrigens auch der einzige Grund, warum man in Lankin ist. Und von daher geht es für uns jetzt weiter. Wir wollen uns die Maya-Ruinen anschauen und fahren deshalb nach Flores. Auch diese Strecke überwinden wir wieder mit so einem geteilten Shuttlebus. Auch hier sind wir wieder mehrere Stunden unterwegs. In Flores begrüßt uns dann leider recht regnerisches Wetter. Wir haben uns hier, wie so oft, für ein kleines Hotel entschieden, das sehr zentral gelegen ist. Flores bzw. die Altstadt von Flores liegt als Insel in einem See. Sie ist wirklich so winzig klein, dass man sie problemlos ablaufen kann. Und das solltet ihr auch auf jeden Fall tun. Viele kleine Restaurants, Bars und natürlich einiges an Hotels und Hostels findet man hier vor. Wie bereits erwähnt, sind aber die Maya-Ruinen der Hauptgrund, nach Flores zu kommen. Über das Busunternehmen, das uns nach Flores gefahren hat, konnten wir dann auch gleich unseren Ausflug nach Tikal organisieren. Am Eingang des Nationalparks muss man übrigens seinen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Das als kleiner Tipp am Rande. Tikal ist eine der bekanntesten und beeindruckendsten antiken Maya-Städten. Sie liegt in den tiefen Wäldern des Regenwalds im Tikal-Nationalpark. Früher war Tikal ein sehr mächtiges Zentrum der Maya-Zivilisation und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Ruinen von Tikal sind sowohl für ihre architektonischen Meisterwerke als auch für ihre Bedeutung in der Geschichte der Maya bekannt. Um die verschiedenen Ruinen Tikals sehen zu können, muss man sich auf jeden Fall in den dichten Regenwald begeben. Und in diesem Regenwald findet man übrigens nicht nur die wunderschönen Ruinen, sondern natürlich auch eine Vielzahl an Pflanzen- und Tierarten. Unser Guide führt uns sicher durch den Regenwald und zu den verschiedenen Ruinen Tikals und erklärt uns natürlich auch immer ein paar Dinge zur Geschichte des Ganzen. Die Maya gelten wirklich als Meister in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel Architektur, Mathematik, Astronomie und auch Landwirtschaft. Ihre Tempel haben sie zum Beispiel deshalb so hoch gebaut, um regelmäßig da hochgehen zu können und von dort dann ganz in Ruhe die Sterne beobachten zu können. Daraus leitete sich dann irgendwann der doch sehr präzise Maya-Kalender ab. Generell hat jede Ausrichtung von jedem Tempel immer eine besondere Bedeutung gehabt. Und so ist es auch nicht grundlos, dass man vom Dach des einen Tempels zum Beispiel die anderen Tempel im Dschungel hervorblitzen sieht. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass uns anscheinend der Regengott heute so gut gesonnen ist. An der Stelle einen lieben Gruß an Patrick und Bart, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben und an dem Tag auf jeden Fall zu guter Laune beigetragen haben. Aber naja, wir machen natürlich das Beste draus und schauen uns trotz Regen alles ganz interessiert an. Wir würden euch das auf jeden Fall empfehlen. Geschichtlich, historisch und architektonisch wirklich unglaublich beeindruckend. Ja, und damit geht sie auch schon zu Ende, unsere Reise hier durch Guatemala. Wir buchen uns von Flores tatsächlich einen weiteren Sammelbus, der uns dann über die Grenze nach Belize bringen wird.
Zu dieser Reise haben wir euch natürlich auch ein Video gemacht, was wir am Ende hier verlinken werden. Bevor es für uns von dort wieder zurück nach Deutschland geht, haben wir aber noch einen ganz kurzen Zwischenstopp in Guatemala City. Natürlich sind wir hier auch ein bisschen rumgelaufen, müssen aber sagen, dass wir das nicht wirklich empfehlen würden. Solltet ihr dort aber wie wir einen kurzen Aufenthalt haben, dann geht auf jeden Fall in die Bar El Portal. Eine echte Traditionsbar, wo selbst Che Guevara schon seine Aufwartung machte. Aber das war es dann jetzt erstmal mit unserer Zeit hier in Guatemala. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch unser Video gefallen hat und freuen uns natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und weiter mit uns durch die Welt reist. Und dann sage ich wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Two souls in Neverland, 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 Neverland.